Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Hi-Fi Adventures. Das Mal geht es nicht ganz um Hi-Fi, aber um ein Oszilloskop, das nicht mehr so richtig funktionieren will. Ich kann mal zeigen, was es macht, wenn ich es einschalte. Man sieht schnell ein kleines Blinken und nachher ist es tot. Jetzt werden wir dieser Sache mal auf den Grund gehen. Werfen wir mal einen Blick ins Schema vom Netzteil. Wir sehen hier Eingang, Speisung, die zwei Phasen, Erdung in der Mitte. Dann wird das hier gleichgerichtet. Wir haben dann hier Kondensatoren, die die gleichgerichtete Spannung glätten. Also haben wir hier zwischen hier oben und hier unten ungefähr 330 Volt Gleichspannung. Das müssen wir sicher mal überprüfen, ob wir die haben und ob die konstant ist. Ich suche jetzt zwei Punkte, wo ich das am besten messen kann. Der eine ist hier Masse. Das ist im Gerät dort, wo der schwarze jetzt drauf ist. Dann der andere Punkt für die Positivspannung ist am einfachsten hier an dem Widerstand 422. Das ist dort, wo jetzt die grüne Klemme drauf hängt. Gut, ich schalte mal ein. Wir haben stabile 324 Volt, aber das Gerät ist trotzdem tot. Das heisst, wir haben einmal Grundvoraussetzungen, für das Netzteil funktionieren kann. Jetzt müssen wir mal schauen, was es da weiter noch braucht, dass es funktioniert. Wir haben hier unten ein MOSFET. Das MOSFET wird angesteuert von dem IC hier. Und das macht eine pulsierende Gleichspannung, die dann hier über diese Spule induziert und da entstehen wieder pulsierende Gleichspannungen in verschiedenen Stärken, die dann wieder gleichgerichtet werden und glättet werden, wo das Gerät dann schlussendlich versorgen mit 115 Volt, 55, 10 Volt, minus 10 Volt, minus 5 Volt. Und so funktioniert es. Das heisst also, das IC da, wo das MOSFET ansteuert, muss irgendwie konstant gespeisen werden, damit das seinen Job erfüllen kann. Die Speisung ist schon hier auf dem Pin 6. Das kommt von da oben, direkt von der einen Phase, über 3 Widerstände. Da ist also eine Wechselspannung drauf. Hier hinten wird mit dem C425 die Wechselspannung glättet. Und das führt dazu, dass hier noch auf dem Pin 6 eine konstante Speisspannung an dem IC anliegt. Das müsste ungefähr 10 Volt sein. Dann. Das ist das nächste, was wir mal messen. Ich messe jetzt die Spannung, die am Pin 6 vom IC401 anliegt, und zwar am Widerstand R410, dort wo es grün markiert ist, also auf der unteren Seite. Weil dort geht es besser, um das zu messen. Man sieht hier, am Widerstand ist die rote Klemme, die schwarze ist auf Masse. Dann haben wir das Multimeter und wir schalten mal ein. Man hat gesehen, es ist kurzzeitig über 1 Volt und nachher auf etwa 1 Volt konstant geblieben. Das scheint zu heissen,
dass die Spannung, die das IC sollte haben, die Versorgungsspannung, ist zuerst wahrscheinlich vorhanden, weil das Multimeter reagiert relativ langsam. Und dann nach ganz kurzer Zeit ist sie wieder weg, oder beziehungsweise weg, sie ist noch 1 Volt und das reicht nicht, um das IC zu versorgen. Und das IC wird dementsprechend auch den MOSFET nicht mehr ansteuern. Und somit hat das ganze Gerät keine Versorgungsspannungen mehr. Jetzt ist die grosse Frage, wo geht die Spannung an? Oder wie kann es sein, dass da noch 1 Volt statt etwa 10 Volt anliegt? Also irgendwie muss das da Richtung Masse fast kurzgeschlossen werden. Da haben wir die Glättung von dieser Spannung. Der Kondensator könnte möglicherweise Kurzschluss machen. Aber dann hat man nicht 1 Volt, sondern 0 Volt. Die Diode müsste defekt sein, dann der Kondensator auch noch, das wäre eine Möglichkeit. Ist unwahrscheinlich. Dann da unten haben wir noch eine interessante Schaltung. Das ist ein Optokoppler, wo da über einen weiteren Kreis kann geschaltet werden. Wenn der Optokoppler schaltet, geht da Spannung durch. Die geht hier auf den Transistor, schaltet den ein. Wenn der eingeschaltet ist, wird der auch eingeschaltet und die halten sich gleichzeitig leitend. Das heisst, wir haben dann hier via den Widerstand und den Widerstand eine Verbindung auf Masse. Das würde erklären, warum das die Spannung hier zusammenreisst auf 1 Volt. Das heisst, wenn der Optokoppler geschaltet wird, führt das dazu, dass die Speisspannung von dem IC410 in Richtung 0 Volt zusammengerissen wird und das nicht weiter funktioniert. Das ist eine Art Schutzschaltung. Für das zu verstehen, müssen wir nachher schauen, wie das der Optokoppler aktiviert wird. Als nächstes würde ich gerne beweisen, ob die Schutzschaltung aktiviert wird. Das heisst, ob der Optokoppler sich einschaltet und die 2 Transistoren nachher in die Selbsthaltung gehen und die Spannung tatsächlich zusammenreissen. Wenn die Transistoren nicht leiten, haben wir hier Speisspannung von oben, hier haben wir Speisspannung von oben, hier haben wir Speisspannung von oben. Der leitet nicht, der leitet nicht, der leitet nicht. Das heisst, unterhalb haben wir Massepotenzial. Von daher. Da ist Masse, da ist Masse. Das heisst, wenn die würden leiten, müsste hier auf der Unterseite am Pin 4 eine Spannung grösser wie Masse anstehen. Das versuchen wir jetzt zu messen. Gut, der rote ist auf Pin 4 vom Optokoppler, der schwarze auf Masse. Ich habe wieder mein Voltmeter und schalte ein. Wir haben 0,74 Volt und damit ist bewiesen, dass die Schutzschaltung aktiv ist. Als nächstes müssen wir herausfinden, wie der Optokoppler eingeschaltet wird. Der kommt seine Speisung von hier oben über den Faden, von hier, von dem Transistor T454. Der hat am Emitter 8 Volt und wenn der auf Durchgang schaltet, der Transistor, wird hier damit der Optokoppler gespeist.
Gut, dann müssen wir jetzt schauen, wie wird der Transistor 454 eingeschaltet. Das heisst, der müsste an der Basis dann eine Spannung haben von ungefähr vielleicht 7 Volt, damit er einschaltet. Wir haben hier einen Transistor. An dem Symmeter sind die verschiedenen Speisspannungen via Widerstand angeschlossen. Da unten ist noch minus 10 Volt. Und im Punkt, wo die alle verbunden sind, resultiert durch die Widerstände und die Beschaltung ungefähr 0 Volt. Hier an der Basis haben wir Masse. Das heisst, der ist normalerweise sperrend. Gut, hier haben wir einen weiteren Transistor. Durch die Beschaltung hier mit plus 8 Volt, minus 5 Volt und minus 10 Volt an diesem Punkt resultiert ungefähr minus 7 Volt. Hier ist 0 Volt, das heisst auch der Transistor ist sperrend. Und das heisst dann, an der Basis von dem Transistor ist von oben her über den Widerstand und der Widerstand auch 8 Volt und der ist sperrend. Das heisst, der Optokoppler wird nicht gespeist. Jetzt, was kann passieren, damit der Transistor einschaltet? Damit er einschaltet, muss die Spannung hier abfallen bis auf ungefähr 7 Volt. Das heisst, der oder der muss leiten. Damit der Transistor leitet, muss eine von diesen Speisspannungen so weit abfallen, dass an diesem Punkt eine negative Spannung entsteht. Da reicht wahrscheinlich etwa minus 1 Volt. Dann wird er einschalten, zieht die Spannung an der Basis auf weniger wie 8 Volt und der Transistor wird leitend und schaltet den Optokoppler ein und geht in die Schutzschaltung. Bei diesem Transistor, wenn hier minus 5 Volt oder minus 10 Volt so weit abfällt, dass die Spannung auf ungefähr plus 1 Volt ansteigt, wird der leitend und schaltet den Transistor und damit den Optokoppler ein. Das heisst, die ganze Schutzspannung überprüft plus 5 Volt, plus 115 Volt, plus 55 Volt, minus 5 Volt und minus 10 Volt auf fehlende Spannung oder nicht genug hohe Spannung. Und wenn das erkannt wird, wird die ganze Schaltung hier mit dem IC und dem MOSFET deaktiviert. Das ist genau das, was passiert. Eigentlich müssen wir jetzt sicherstellen, dass alle Versorgungsspannungen vorhanden sind. Das Problem ist nur, die Schutzschaltung deaktiviert die ganze Versorgung und so kann man auch nichts messen. Hamek hat sich da etwas überlegt für das Problem und hat da einen Kontaktpunkt bereitgestellt, wo man kann die Speisspannung URF auf Basis von dem Transistor kurzschliessen, damit der nicht mehr leitet und damit auch der Optokoppler nicht mehr aktiviert wird, obwohl die Überwachung erkennt, dass Spannungen fehlen. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das ist da hinten. Da, wo wir ein Brückchen reinmachen. Die Brücke ist eingebaut. Jetzt schalten wir mal ein und schauen, was passiert. Ha! Es sieht so aus, als funktioniert es. Es läuft. Nachdem wir jetzt die Schutzschaltung deaktiviert haben, können wir
auch all die Spannungen kontrollieren, die dort an dieser Schutzschaltung überprüft werden. 115 Volt habe ich jetzt angeschlossen. Das ist okay. Dann 55 Volt. 56,3 liegt wahrscheinlich in der Toleranz. Die Referenzspannung, die 8,17 Volt müsste sein. Perfekt. Die 5 Volt Spannung, so ist 5,07. Das passt. Minus 5 Volt. Gut. Minus 10 Volt. Okay. Und zuletzt haben wir noch plus 10 Volt. Ja, schon etwa. Es sind also alle Spannungen, die irgendwie relevant sind für die Schutzschaltung, vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass plus 55 ein bisschen höher ist. Aber wenn das höher ist, führt das dazu, dass es da höher wie 0 ist und das führt dazu, dass der erst recht sperrt. Also das kann die Schutzschaltung auch nicht auslösen. Jetzt ist die grosse Frage, wieso wird der Transistor leitend, obwohl alle Spannungen okay sind. Ich muss irgendwie versuchen, die Schutzschaltung auszumessen, was die wirklich macht. Und für das muss ich die Brücke am U422 wieder rausnehmen und trotzdem sicherstellen, dass alle Spannungen rum sind. Ich nehme jetzt also das IC405 raus, das ist der Optokoppler da. Das würde dazu führen, dass die Schutzschaltung nicht mehr das IC stilllegen kann und alle Versorgungsspannungen trotzdem bestehen bleiben. Und ich kann messen, was da genau passiert. Ich habe jetzt die Brücke wieder rausgenommen, den Optokoppler ausgesteckt und wir sehen jetzt auf Pin 1, wo der Optokoppler eingesteckt war. Pin 1 sieht man, wäre Speisung, wo der Optokoppler würde einschalten. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte, haben wir auf Pin 1 schon relativ hohe Spannung. Das heisst, die Schutzschaltung wird sofort aktiviert werden jetzt. Und das heisst, dass der Transistor da muss leiten. Sonst könnte die Spannung gar nicht bis zum Pin 1 gelangen. Was kann dazu führen, dass der Transistor eingeschaltet wird, obwohl alle Spannungen intolerant sind? Es kann sein, dass der Transistor defekt ist und durchschaltet, oder der ist defekt und schaltet durch, oder der ist defekt und schaltet durch. Es kann auch sein, dass die Widerstände Unterbruch können, oder einer davon. Obwohl, das ist eher unwahrscheinlich, weil da nie irgendwo Leistung durchgeht. Ich glaube, als nächstes versuche ich mal, den Transistor da zu prüfen. Wir suchen T454. Das ist der da. Ich kann, solange der in der Schaltung drin ist, leider nicht bestimmen, ob er funktioniert oder nicht. Also muss ich ihn jetzt entfernen. Ich habe hier einen Komponententester, der Transistoren testen kann.
Und schauen wir mal, was der sagt. Und das ist leider kein Transistor mehr. Gut, ich löte einen neuen dort rein, baue es wieder zusammen und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Den Schönheitspreis gönne ich wahrscheinlich nicht, aber es sollte funktionieren. Ich habe den Transistor jetzt gewechselt. Ich habe es wieder zusammengebaut, alles angeschlossen. Und jetzt schalten wir mal ein. Optokoppler ist drin. Brückli ist nicht drin. Schauen wir mal. Das sieht vielversprechend aus. Okay. Ich werde jetzt mal sicher eine Viertelstunde laufen lassen und schauen wir, ob es dann immer noch funktioniert. Das Oszilloskop läuft jetzt seit ungefähr einer Viertelstunde einwandfrei. Und von dem her würde ich sagen, das ist eine erfolgreiche Reparatur.